Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer Predator und zwar ein Helios 300. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zusätzlich gibt es hier noch zwei Serviceabdeckungen. Auch die sind verschraubt und müssen rausgenommen werden. Ich benutze hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Da sind alle Aufsätze und Schrauben mit dabei, die man so braucht. Und ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. Wie vorhin erwähnt, hat das Gerät zwei Serviceabdeckungen. Und wenn man die Schrauben gelöst hat, kann man die einfach an diesen Ecken hier nach oben aufhebeln. Das kann man entweder mit der Hand machen oder man nimmt sich da eine Hilfe dazu. Und hier unter der ersten Abdeckung sehen wir die HDD. Und die sollte man auf jeden Fall erst rausnehmen, bevor man das Gehäuse öffnet. Und dafür muss man die Schrauben hier lösen und den Stecker abziehen. Die Schrauben habe ich jetzt schon mal gelöst. Und dann kann man die einfach aus dem Gehäuse nehmen, aufpassen, dass man nicht so sehr an dem Kabel zieht. Den Stecker abnehmen. Und dann hat man es wesentlich einfacher, wenn man dann später die Unterseite löst. Unter der anderen Abdeckung befindet sich der RAM. Also super einfach, wenn man einfach nur RAM oder HDD tauschen will. Und ja, wie man den tauscht, zeige ich euch später. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig.
So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Den Stecker, den greift man einfach seitlich und zieht den so ein bisschen mit Rütteln und Wackeln raus. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Dann nehmen wir noch das Klebeband hier ab. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Bei den Lüftern ist es bei diesem Modell so, dass es zwei Varianten gibt. Und zwar einmal mit der GTX 1050 Grafik. Hier kann man die beiden Lüfter einzeln tauschen. Und dann gibt es noch die Variante mit einer GTX 1060. Und da gibt es die Lüfter nur zusammen mit dem Heatsink. Das heißt, da muss man diese Schrauben hier lösen und dann nochmal die drei hier drüben. Die Schrauben am Lüfter selber müssen natürlich auch raus. Und ganz wichtig, nicht vergessen, auch die beiden Kabel, die zum Mainboard gehen, die muss man vorher auch abziehen. Und da noch so ein kleiner Tipp, die sind sehr dünn. Nicht direkt am Kabel ziehen, aber die kann man ganz einfach an der Seite am Stecker direkt greifen und so einfach rausziehen. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Danach kommt die HDD wieder rein. Die wird einfach wieder mit dem Stecker verbunden. Dann legt man die ins Gehäuse und kann sie wieder verschrauben. Zum Schluss noch die Abdeckung drauf. Die wird einfach ein bisschen mit Druck und kräftig reingedrückt.
Das gleiche machen wir hier drüben bei dem RAM-Slot. Einfach kräftig zudrücken. Und ja, dann kann man alles wieder verschrauben. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.